Hallo Freunde, da bin ich wieder. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie einfach man so eine Arbeitsplatte ausschneiden kann, um eine Einbauspüle einzubauen. Und genau diese Einbauspüle kommt gleich in die Arbeitsplatte hinein. So, und los geht's. Die Einbauspüle wird umgekehrt auf die Arbeitsplatte gelegt und gerade vermittelt, damit sie später auch gerade eingebaut werden kann. Ist die Arbeitsplatte jedoch schon mit dem Unterbauschränkchen verschraubt, muss man die Spüle so ausrichten, damit der tiefe Spülbereich in den Unterbauschrank passt. Wie man sehen kann, habe ich im Schneidebereich Abdeckband geklebt, um den Schneidebereich leichter zu markieren und um Beschädigungen beim Schneiden mit der Stichsäge zu vermeiden. Mit einem Stift markiere ich jetzt rundherum auf der Arbeitsplatte den Spülbeckenrand. Da das Spülbecken noch Fläche zum Auflegen braucht, wird noch eine zweite Markierung nachgezogen. Das bedeutet, der Ausschnitt wird rundherum um 1 cm nach innen angezeichnet. Und das wird auch dann der Bereich sein, der ausgeschnitten wird. Ja, hier kann man es gut sehen. Die äußere Markierung ist das Spülbecken selbst und die zweite Markierung, die 1 cm nach innen versetzte Markierung, das wird der Schneidebereich mit der Stichsäge. Um die Stichsäge in die Arbeitsplatte eintauchen zu können, bohre ich mit einem 10er Bohrer jeweils Löcher in die Ecken. Die Bohrlöcher müssen etwas vor die Markierungslinie gesetzt werden. Jetzt nur noch das Sägeblatt in das Loch einführen und dann anfangen, genau entlang der inneren Linie zu sägen. Übrigens werde ich euch das ganze Material, das Spülbecken, die Werkzeuge alle in der Videobeschreibung unten verlinken. Und jetzt noch was in eigener Sache. Es ist toll, dass du dir mein YouTube-Video anschaust. Folge mir doch gerne, kommentiere und aktiviere die Glocke, um nichts Neues zu verpassen. Danke schon mal im Voraus. Hat man den Bereich rundherum ausgeschnitten, ist es ratsam, kurz vorm Ende eine zweite Person zu haben, die den Ausschnitt festhält, damit er nicht runterfällt und etwas beschädigt. Ist der Ausschnitt entfernt, kann man jetzt noch die Ecken sauber nacharbeiten. Wie man sehen kann, hat unser Spülbecken schon vom Werk eine Dichtung verbaut. Das bedeutet, ich muss kein Silikon zwischen Arbeitsplatte und Spülbecken mehr setzen. Ja, und mit diesen Klammern wird das Spülbecken mit der Arbeitsplatte von unten verschraubt. Die Klammern werden in diesen Löchern eingerastet und mit der Schraube dann angezogen. Ich setze nun das Spülbecken in den Ausschnitt rein, richte das Ganze aus und wenn man die Arbeitsplatte wie in meinem Fall umdrehen kann, drehe ich das Ganze um, lege was drunter, um das Spülbecken nicht zu verkratzen und setze die Klammern an und ziehe dann die Schrauben fest. Wie das funktioniert, kommt jetzt. Übrigens kann man noch den Ausschnittbereich an der Arbeitsplatte, um sicher zu gehen und vor Aufquillen zu schützen, mit Holzlack oder Silikon versiegeln. Wie gesagt, werden die Klammern in den Löchern der Spüle eingerastet. Das hört man dann auch akustisch und dann über die Arbeitsplatte geschoben und auf Spannung gehalten. Die Klammer wird auf Spannung gehalten und mit einem Akkuschrauber wird jetzt die Schraube angezogen. Und dadurch wird die Spüle an die Arbeitsplatte herangezogen. Ja, übrigens habe ich auch ein Video gedreht, wie man die Wasserarmatur in die Spüle montiert und einen Durchlauferhitzer unter die Spüle anbringt. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.